Heute geht Andreas auf die Zuschauerfragen ein. Technische Aktienanalyse und Trade Planning und zusätzlich gibt es tolle neue Informationen bezüglich des Trading-Kurses. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei Börse und Co. Mein Name ist Andreas und ich möchte euch heute ein kurzes Update geben zu unserer kommenden Trading-Schule, die im November launchen wird. Und im Anschluss machen wir eine kleine, kurze technische Aktienanalyse, rein charttechnischer Natur und wie man hier in TradingView die Trade-Planung aufziehen kann bzw. simulieren kann. Unsere Trading-Schule, ja, wir haben mitbekommen, unsere Konkurrenz schläft nicht. Unsere Mitbewerber oder ich sag mal, der ein oder andere Mitbewerber ist kräftig am Werbetrommel rühren etc. von Großveranstaltungen und da haben wir gesagt, da müssen wir doch gleich mal mitziehen. Wir sind noch nicht am Markt, aber wir machen schon aktiv mit. Denn Nicola und ich, wir haben den Traum, eines Tages eine wirklich große Community beieinander zu haben und wo eben nicht nur Swing Trader drin sitzen, sondern wo Swing Trader, Day Trader, Optionshändler, Aktienhändler, Kryptohändler, Futurehändler, Immobilienhändler, ganz egal. Alles, was sich an der Börse und so weiter rumtummelt, alle in einer Community sind. Warum? Dann können sie alle voneinander profitieren. Alle können voneinander lernen, neue Ideen aufgreifen und mal gucken. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden. Und damit wir das schaffen, haben wir gesagt, da hauen wir jetzt mal einen richtig rein. Wir gehen hin, wir geben zu unserer Eröffnung, machen wir mal einen richtig schönen Bonus, den wir raushauen. Und der ist nicht nur für die Eröffnung, der soll auch gleichzeitig für Weihnachten sein. Das heißt, es wird für dieses Jahr auf alle Fälle gelten. Laufzeit 12 Monate, Beitrag 299 € monatlich und das auch jeden Monat kündbar. Ihr seid zu nichts verpflichtet, von wegen das Geld für die 12 Monate hinzulegen oder sonst irgendwas. Ja, ihr könnt reinschnuppern, ihr könnt einen Monat dabei sein und könnt dann sagen, okay, das, was der Andi macht, nee, das gefällt mir nicht, ich komme mit dem nicht klar oder sonst was und könnt es einfach wieder bleiben lassen. Oder ihr sagt, das ist super und ihr zieht die 12 Monate durch. Und auch danach werdet ihr nicht allein gelassen, ja, wenn die 12 Monate rum sind und ihr sagt, ey, ich habe noch gar nicht alles gelernt, denn das könnte schon nachvollziehbar sein. Denn immerhin gibt es bei uns nicht einen Kurs. Bei uns gibt es nicht nur Swing Trading oder sonst was. Bei uns gibt es Swing Trading, Optionshandel, es gibt Day Trading, es gibt Aktien, Kryptos, Futures, Forex. Ihr bekommt die Informationen über unterschiedliche Softwares, über technische Analyse, Fundamentalanalyse, Strategien, über Hilfstools. Alles Wissen, das wir zur Verfügung haben, packen wir in unsere Schulung rein, in unseren Kurs. Wir haben kein Interesse, einzelne Kurse zu veröffentlichen, euch 5-mal in die Tasche reinzulangen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wir haben die übergeordnete Vision und außerdem eins ist für uns wichtig und das war auch für mich, sage ich mal, immer ganz klar. Wenn ich das mache, dann will ich etwas tun. Ich will quasi ein Produkt hochziehen, wie ich es mir immer gewünscht hätte zu finden. Denn ich weiß, was ich mir für einen Wolf gesucht habe an Informationen, wie viel, dass ich mich belesen musste, auch an Schulungen teilnehmen etc. So, und dann habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, dann bitte all in, alle Informationen auf einem Fleck. Ihr könnt sogar übers Empfehlungsprogramm bis zu 360 € zurückbekommen, bar Cash, ganz normal aufs Konto. Denn warum? Ja, hier, Herrschaftszeiten. Was kann es Besseres geben, wie wenn ihr mit uns zufrieden seid und uns empfehlt? Ja, so sparen wir uns wiederum Geld für zusätzliche Werbung oder dergleichen. Und Werbung müssten wir bezahlen. Und so, sage ich, kommt dann dieser Anteil wieder an denen zurück, wo es uns am liebsten ist, nämlich an unsere zufriedenen Kunden. Maximal 7 Teilnehmer nehmen wir auf pro Monat, denn was mir ebenfalls wichtig ist, ja, nicht nur, dass alles drin ist etc., sondern dass man individuell miteinander spricht, dass wir euch individuell begleiten können, uns mit euch auseinandersetzen können. Jeder Mensch ist anders, hat eine andere Risikostruktur, ein anderes Denken, ein anderes Handling. Ja? Und der eine, der wird seine Leidenschaft für den Optionshandel auf einmal entdecken, der andere mehr für Swing Trading. Und da muss man einfach individuell auf die Menschen eingehen, gucken, wo sind da auch die Stärken, die Schwächen etc. und sich immer wieder austauschen. Das geht nicht, wenn man eine Masse an Menschen durchspult.
Wir führen das Ganze durch mit Hilfe von Live-Webinaren, Lernvideos, Community-Plattformen, Sonderwebinaren. Sonderwebinar, was heißt das? Naja, wir greifen auch Randthemen auf. Ich sage mal, wenn man auf dem Markt und so weiter unterwegs ist, dann ist zum Beispiel das Thema Steuern so ein Randthema. Ja? Also werden wir auch mal 1, 2 Sonderwebinare machen, eben wo wir uns die Expertise von wirklichen Fachleuten, sprich gestandenen Steuerberatern und so weiter holen, die uns eben einfach mal ein Webinar mit Schulungen mit Infos geben. Ja. Gruppenübungen werden dabei sein und auf freiwilliger Basis wohlgemerkt. Warum freiwilliger Basis? Ganz einfach. Das sind die Dinge, die ich oder auch andere erfahrene Trader machen in unterschiedlichen Disziplinen. Wenn wir, sage ich mal, unsere Analysen machen, wenn wir hingehen und traden, werden wir auch immer wieder in die Community-Plattform reinkommen. Ja, und ihr könnt euch einfach damit zugesellen, wir können miteinander ratschen, können ein bisschen fachsimpeln und dergleichen, können uns austauschen. Warum machen wir das so, etc. Ja, und ihr könnt es dann eben als Anregung nehmen oder nee, so mache ich es nicht. Das dürft ihr dann entscheiden. So, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann ganz einfach, da unten in den Show Notes gibt es einen Link zu meinem Calendly, macht einen Gesprächstermin aus und fertig. Es kostet euch kein Geld und schaden kann sicherlich auch nicht. Würde mich freuen, wenn wir mal miteinander schnacken. Weiter geht's. Und zwar die technische Aktienanalyse und Tradeplanung. Wobei ich sage, ne, das ist eine schnelle technische Analyse. Aber bevor wir die machen, Daumen hoch. Bitte Daumen hoch drücken, den Kanal abonnieren und wenn jetzt noch was unklar ist, dann entweder einen Calendly-Link bei mir buchen oder eben in die Kommentare reinschreiben. Helft uns, dass wir weiter wachsen und ich sage dafür schon mal Dankeschön. Wir gehen rüber zu der Aktie. Wir haben hier Procter Gamble, haben wir offen. So, was sehen wir hier? Hier sehen wir erstmal 2 blaue Linien. Wir sehen hier gelbe Linien. Ich gehe mal raus auf die Wochensicht. So, die gelben Linien, ja, die habe ich separat im Vorfeld analysiert. Das sind sogenannte faire Preise. Faire Preise, das heißt, da sind Käufer und Verkäufer relativ oft und viel am Handeln. Ja? Weil klar, es wird viel gehandelt, da wo Käufer denken, der Preis ist günstig und wo die Verkäufer denken, ja, ich krieg genug für meine Ware, ja, passt. Die habe ich einfach hier mal gelb markiert. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, wie hast du die jetzt gekriegt? Das kann man mittels unterschiedlichen Tools und so weiter machen. Das ist dann ein Bereich, den wir in unserer Schulung durchnehmen. Ja, also zum Beispiel ist natürlich eine Möglichkeit Volumenprofile etc. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten und wie man die einstellt und liest, das muss man halt auch erstmal gelernt haben. Ja. Ähm, aber wir können genauso, ohne dass man die hier weiß, ja, ihr könnt auch hingehen, ohne sonst irgendwas, schaut einfach auch mal nach, ja, wo sind denn die meisten Berührungen? Wie könnte denn das meiste Volumen? Das könnt ihr euch ja da unten dann einblenden lassen und schaut einfach mal, ja, wo kommt denn der Kurs immer wieder, wo reagiert er? Da könnt ihr selbst ohne irgendwelche Profile, könnt ihr das halbwegs erkennen, wenn ihr schon, sagen wir mal, genügend Charts angeschaut habt. So, was haben wir die für 2 blaue Linien? Schauen wir uns die mal an. Naja, die 2 blauen Linien, die habe ich gesagt, also erstens mal hier im übergeordneten Bild, wenn ich mal anschaue, hier, 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 ja, also dieses Level hat immer wieder als Unterstützung fungiert. Dann haben wir hier ebenfalls nochmal sowas. Und da unten haben wir es hier. So, jetzt sehen wir das Ding nur technisch. Wie gesagt, es braucht meines Erachtens immer mehrere Punkte, 4, 5 Punkte sollten es schon sein, dass man einen Trade eingeht. Ja. Fundamental habe ich jetzt nicht nachgeschaut bei Procter Gamble, aber wir simulieren mal beide Sachen durch. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir wären Short eingestellt. Dann gehen wir einfach hier rüber. Hier haben wir Long- und Short-Position. Nehmen wir mal die Short rein. Wir klicken hier, wo der Kurs ist. So, und da zeichnet es uns einfach mal so eine Position ein. Ziehe das mal ein bisschen rüber. So, und jetzt ist für mich zum Beispiel klar. Für mich. Das ist meine subjektive Einstellung. Also bitte nicht verwechseln, ja. Aber für mich wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich Short eingestellt wäre, dann würde ich jetzt nicht mehr sehen wollen, dass der Kurs hier drüber kommt, ja. Also hier will ich den Kurs nicht mehr sehen. Denn warum? Hier, wir gehen nochmal auf die Tagesansicht, da wird es etwas klarer.
Hier haben wir einen leichten Abwärtstrend, ja, in der Mikrostruktur, also im Tagestimeframe. Und hier ist ein Hoch von diesem Abwärtstrend, ja. Und jetzt sage ich, wenn der Kurs hier drüber kommt, dann knackt er das, dann bin ich eigentlich wieder im Aufwärtstrend. Und deshalb sage ich will nicht, dass der Kurs hier über diese blaue Linie kommt. Fertig. Wenn er da drüber kommt, ist meine Idee falsch. Habe ich mich geirrt? Das kann passieren, fertig aus, aber dann will ich auch nicht viel verlieren. Also hier in etwa kommt mein Stop hin. Ja, nicht exakt auf die Linie, weil es ist ja immer so ein Preisbereich. Aber ich sage jetzt mal so hier, das wäre so adäquat. Der Punkt für mich. So, bei meinem Ziel kann ich jetzt zweierlei sagen. Ich kann sagen, okay, hier hat er immer wieder reagiert. Ja, könnte ich hier machen. Jetzt sagt der eine, ja, was willst du mit sowas Kleinem? Also ich, wenn ich das mal überlege, das passiert in ein paar Tagen. Ja, so. Und im Verlustfall habe ich 2,6% weg. Habe ich 2,6% verloren, von meiner Positionsgröße wohlgemerkt. Oder ich habe 5% gewonnen. Ist ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:2, ist für mich vollkommen adäquat. Mit einer Teilposition innerhalb von ein paar Tagen 5%, 5% zu realisieren, finde ich gut. Oder ich kann ja aber auch sagen, hier, dieser faire Preis, das hier ist meins, ja, und ich mache hier ein paar Teilgewinnmitnahmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, um das zu beurteilen, braucht es noch ein bisschen mehr fundamentaler Art und auch noch 1, 2 Dinge technischer Natur, die man da vielleicht noch abgleicht. Aber so könnte die Short-Position eben aussehen. Hier habe ich es dokumentiert. Dann sehe ich auch, okay, ja, da wäre dann bei 162,50 wäre dann mein Stop. Könnte ich so dann beim Broker eingeben. Hier ein Limitkauf, ungefähr, wo der Kurs jetzt ist. Und hier dann eben die Gewinnmitnahme. Oder hier Teilgewinn oder zumindest Stop nachziehen. Ja, ich sage mal, diese Dinge kennt ja der Großteil. Und wenn nicht, dann redet mal mit mir. Wenn wir aber Long eingestellt wären, dann sieht das Ganze auch nicht viel anders aus. Wir löschen das mal raus. Wir gehen wieder hier drüben rein. Wir nehmen die Long-Position. Wir gehen mit dem Fadenkreuz dahin, wo der Kurs ist auf der Höhe. Na, was sind wir hier? Klicken drauf. Es zeichnet uns die Long-Position ein. Und jetzt wäre für mich wieder das Gleiche. Ja, Ziel wäre für mich hier oben. Da ist der faire Preis, der wirkt zugleich wie so ein Magnet. Und mein Stop, der wäre hier. Jetzt kann natürlich schon der ein oder andere kommen dann und sagt, ey, nee, der kann jetzt, guck mal, der ist jetzt in dieser Seitwärtsrange, ja, und da zählt das hier mit. Und der sagt, da liegt ein Stop hier hin. Ja, kann ich auch machen. Kann ich auch machen, ja. Jetzt habe ich aber natürlich ein Verhältnis von 1:1. Das heißt, mit meiner Position, wenn ich verliere, bin ich 5%. Im Gewinnfaktor auch. Ja, also hier sind es 5,7, da sind es 5,4. Also ein 1:1, was auch noch ein Chancen-Risiko-Verhältnis ist, das gut ist. Ja, gibt es nichts dran auszusetzen. Für mich, ich wollte das hier jetzt nicht sehen. Ich wollte das hier so. Denn warum? Ja, da kann man zum Beispiel jetzt rein technischer Natur, ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Indikator, kein RSI oder sonst irgendetwas angelegt, ja. Wir nehmen einfach mal so ein Oldschool-Ding, ja, kennen wir Trendlinien und wenn wir jetzt mal angucken, ja, solange wir über der Linie drüber bleibt, ne, könnte man sagen, Aufwärtstrend intakt. Subjektiv wisst ihr, ne, es gibt viele, viele Möglichkeiten im Baukasten. Ich habe euch jetzt, sage ich mal, einfach nur 1, 2 Dinge gezeigt aus diesem Baukasten. So, und wenn ich jetzt das da alles festgenagelt habe, dann kann ich auch noch hingehen, dann kann ich hier oben einen Snapshot erstellen, kann das herunterladen. Ich kann das Bild kopieren, kann es irgendwo einfügen. Ich kann auch einfach mir einen Link generieren lassen, ja, oder es in einem neuen Tab öffnen. So, und wenn ich es jetzt herunterlade, dann fragt ihr euch, wo wird es dann gespeichert? Da geht ihr hier oben links hin auf euer Profilzeichen. Ihr geht auf App-Einstellungen. So, und genau hier, da wird es abgelegt. Das könnt ihr über diesen Knopf hier ändern. Da könnt ihr den Pfad abändern. Da kommen dann eure ganzen Snapshots rein.
Ich sage immer, es ist wichtig, einfach auch ein Trading-Journal zu führen. Dafür werde ich demnächst auch noch eine neue Folge machen. Gibt es jetzt auch was Supermäßiges in TradingView, gerade frisch rausgekommen. Werde ich innerhalb der nächsten 1 oder 2 Folgen mal erklären. So, und dann habe ich das alles geplant, analysiert, dokumentiert. Ja. So, wenn es gut geht, kann ich mich freuen, kann nochmal nachvollziehen. Wenn es schief geht, ja, habe ich es archiviert, kann nochmal in die Analyse gehen, wo mal mein Denkfehler, ja, war es irgendwo ein offensichtlicher Fehler, ganz egal, ob technischer oder fundamentaler Natur. Und manchmal gehört es einfach mit dazu, dass man falsch liegt. Ja, also man wird das nicht auf ewig machen und ohne dass man irgendwelche Verluste hat. Wichtig ist, die Verluste müssen kleiner ausfallen wie die Gewinne. Das ist es A und O. Und wenn man da dazu genügend Werkzeuge hat und oft genug eben übt, dann klappt das auch. Das soll soweit gewesen sein. Wie immer ganz am Schluss der Hinweis, ja, das, was ich euch gezeigt habe, dient nicht zur Ermutigung, zur Anregung oder zur Empfehlung oder dergleichen. Ja, zum Kauf von irgendwelchen Assets, Aktien oder anderen Assets dergleichen. Es sind rein subjektiv unsere Meinungen, unsere Erfahrungen, die wir kundtun und mehr nicht. Wir wollen euch damit zu keinerlei Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Dingen verleiten, empfehlen oder irgendwas mit Anlageberatung oder sonst irgendwas. Also, ihr wisst, was ich meine. Was ihr tut, dafür seid ihr selbst verantwortlich. Ja? Ganz wichtig in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.